Lange Jahre galt Portugal als das Kryptoparadies. Doch seit diesem Jahr ist es vorbei und dicke Steuern sind fällig bei Kryptoeinkünften. Sebastian, was um Himmels Willen ist passiert? Portugal war schlicht die Situation zu Kryptoeinkünften viele Jahre seitens des Gesetzgebers nicht geklärt. Nun hat sich aber geklärt und seit dem 01.01.2023 sind also Steuern auf Gewinne aus Kryptowährungen fällig. Okay, und wie sieht diese Regelung im Detail aus? Nun, interessanterweise hat man im Wesentlichen die deutsche Regelung übernommen. Wer Krypto nicht hauptberuflich bzw. gewerblich handelt, der zahlt keine Steuern auf die Veräußerung von Krypto, wenn er diese zumindest für ein Jahr hält. Und welche Steuer wird aber fällig, wenn man sie unter einem Jahr verkauft? Dann werden 28% fällig. Okay, wie sieht's aus mit Tausch von Krypto zu Krypto? Hier ist es also so, und das ist jetzt anders als in Deutschland, hier kann man so oft tauschen, wie man möchte. Steuerlich wird erst letztlich etwas ausgelöst, wenn ich Krypto in Fiat umtausche. Okay. Unterjährig. Ja. Wenn ich damit also, wie gesagt, warte für ein Jahr, dann wird keine Steuer fällig. Aber ansonsten wird eben Steuer fällig. Okay, also wenn man Krypto gegen Krypto tauscht, gilt es nicht als Verkauf im Sinne des Gesetzes. Korrekt. Es geht aber wohlgemerkt um gelegentliche Verkäufe. Wie wird es hier getrennt? Wann ist es kein Privatverkauf mehr? Ja, das ist natürlich eine Sache, die ist wie immer sehr schwierig zu sagen. Also ehrlich gesagt schon die Grundlage zu sagen, wie kann ich überhaupt kontrollieren, was jetzt unterjährig verkaufe, wenn ich Krypto nach Krypto tausche und so, ist mir alles nicht ganz klar. Und eben auch, es ist nicht ganz klar, wie hier jetzt Privatverkauf und gewerblich oder hauptberuflich getrennt wird. Ja, die Portugiesen haben es deswegen so gemacht. Sie sagen also im Grunde genommen, wenn du einen Vollzeitjob hast, eine ganz normale Anstellung, dann können deine Kryptoverkäufe nicht hauptberuflich sein. Insbesondere, wenn du jetzt nicht sehr viele hast im Jahr und sie also nur gelegentlicher Natur sind. Das heißt also, du hast hier immer einen Privatverkauf und alles andere ist einfach Interpretationen offen. Meinst du, das ist so ein Gesetz, was jetzt steht's, weil wir müssen jetzt einfach mal für ein Gesetz sorgen und wir ziehen es nachträglich noch an und verschärfen es oder machen es etwas detaillierter? Oder was ist so deine Erwartungshaltung? Ja, so ist meine Erwartungshaltung. Also ich glaube, entweder man will es gar nicht wirklich hundertprozentig kontrollieren, ja, weil man vielleicht ja die Grauzone gerne als Grauzone lassen will und so. Ja. Also die konkrete Kontrolle, wie das genau funktionieren soll, ist mir jetzt nicht klar. Natürlich muss auf der Steuererklärung anmelden, was man dort verdient hat und so. Ja, aber eben einige Dinge sind noch unklar. Wie sieht es jetzt mit Sachen aus wie Staking, Lending oder Mining von Krypto? Da würde Einkommensteuer fällig werden. Dann natürlich jetzt die große Frage, die für unsere Mandanten total interessant ist. Hat Portugal damit seinen Reiz für Krypto-Trader verloren? Ich würde sagen, auf jeden Fall, jedenfalls für die meisten. Wenn ich mit der einjährigen Frist leben kann, kann ich auch in Deutschland bleiben. Für die meisten wird das nicht ausreichen. Welche Länder würdest du denn als Alternative dann empfehlen? Man muss immer beachten, ja, auch bei den Alternativen, dass der Grundsatz immer gilt, dass nur Privatverkäufe steuerfrei sind. Sobald ich das hauptberuflich mache, sind sie auch in allen Ländern dann einkommensteuerpflichtig. Ja. Aber solange ich Privatverkäufe mache, ist es zum Beispiel in Spanien mit Beckham Law steuerfrei, Malta, Irland und Zypern natürlich auch. Und dann wie immer die Frage am Ende, wie kannst du Leute unterstützen, die mit dieser Thematik im Moment ein bisschen am Kämpfen sind? Wer also ins Ausland umziehen möchte, vor allen Dingen, weil er Kryptoeinkünfte hat und hier entsprechend steueroptimiert sich aufstellen möchte, der kann gerne mit uns sprechen. Wir haben viele Mandanten, die hier in dem Krypto-Umfeld tätig sind. Buche am besten eine Beratung. Den Link findest du hier in der YouTube-Beschreibung. Buch eine Beratung, sprich mit mir und wir werden dir helfen, den besten Wohnsitzstaat auszusuchen, jetzt wo Portugal höchstwahrscheinlich für dich nicht mehr in Frage kommt. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen. Habt ihr viele Kunden, die das machen? Ich finde, es ist so undurchsichtig. Ich hatte einen ganzen Podcast über Crypto-Trading und Algorithmen und sowas gemacht und obwohl ich relativ viel, und ich hatte auch dann einen Vortrag drüber gehalten, und obwohl ich also viel Zeit mit dem Thema verbunden habe, so 100% blicke ich nicht durch und ich weiß nicht, ob das so Ponzi-Scheme alles ist. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber wer halt dann zur richtigen Zeit kauft und verkauft, der macht schon eine Menge Kohle. Ja.
Ja, aber ich glaube, das ist sowas, das kannst du machen, wenn du gewillt bist, ein richtiges Risiko einzugehen. Klar, wenn du 20 bist, ist das in Ordnung und du machst es so neben dem Studium und das Geld ist sowieso alles nur fiktiv. Ich glaube, so in unserem Alter, wo man so andere Verantwortungen hat und klar, also mein Mann ist mal ein großer Fan von kalkuliertem Risiko und das gehen wir auch relativ regelmäßig ein, aber also Krypto, da sagt er auch nein, unter gar keinen Umständen. Das lassen wir mal ganz schön sein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.